und werden so ein bisschen umgucken, was in England so geht. Ich bin happy, hier zu sein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Flo und ich haben in einem Breakfast Club Knoblauch mit Knoblauch gehabt auf Mais mit Burrito und Knoblauch. Das heißt, das Klo werde ich auf jeden Fall gleich hart penetrieren, weil mein Burrito, mein verfickter Burrito, ich nehme ihn raus. Und was passiert, Flo? Du kannst einfach nur kein Burrito essen. Scheiße, der ganze Burrito verfällt. Alles ist raus, dann muss ich mit besseren Gabel essen. Dann war der in so einer Alufolie. Und jeder von euch kennt das Gefühl. Und ich will nicht, dass ihr das Gefühl habt, während ihr das Video guckt, werdet ihr aber haben, die Gabel berührt die Alufolie. Dann geht die Alufolie in deinen Mund mit der Gabel und dann hast du diesen komischen Metallgeschmack im Maul. Mit Knoblauch. Willkommen in diesem Video. Wir sind in England und werden so ein bisschen umgucken, was in England so geht. Diese Herren dort. Rechts den Herrn kennen wir, links den Herrn kennen wir auch. Den Herrn in der Mitte kennen wir auch so ein bisschen. Aber wohl ein Video war er, glaube ich, noch nicht. Hey Jay! Hallo! Also die Jungs werden uns ein bisschen rumführen. Ich kann euch versprechen, diese Videoserie wird laut, sie wird schnell, sie wird krass und das Geilste ist, diese Autos sind, soweit ich weiß, alle legal hier. Hä? Ich frage ihn so, ich erkläre euch kurz, ich erkläre ihm so, ey, was für Autos können wir uns denn hier so angucken in England, ne? Er so, wirklich, 3 Minuten danach schickt er mir so eine Liste. Die wären schnell möglich. Das wären die krassesten, die wir je gemacht haben. Ne? Also die Autos werden herbe, Leute. Wirklich herbe. Es geht ruhig los heute und geht immer krasser hoch. Wirklich. Warum der läuft, weiß ich gar nicht genau. Is that your car? That's mine, yeah. That's yours? Yeah. It's burning oil. Yeah, it's burning fuel. And oil. And everything, yeah. And everything. Yeah. And you fit in that thing? No, only just. Like, it's a little bit tight. Right, try it. What's that? G-Wagon. See, don't you know German? Geldenwagen. What do you say? Geldenwagen. Perfect. Yeah, logical. Geländewagen. See? How about that? That's what I was saying. But Yeah. Again? Geldenwagen? Geldenwagen. Yeah. German lessons. Yeah. That's what I need. So, that's a 2.0? This is a 2 litre on... Shit. Yeah, but now it's a 2 litre. Okay. Crazy head from KWL in Germany. Can I rev it a little bit? Yeah. Guten Morgen! And again, that's legal, right? Yes, it's totally legal. Totally. Totally legal. 100%. It's a 1970. I don't know why I'm asking. Yeah, it's England. You can Just drive. Yeah. So, just to pick the audience up. Ich werde immer versuchen zu übersetzen. That's a fucking spider, man. It's literally hanging from your hand. No, because I'm hanging around you. It's true. So in England, you are allowed to drive. That's what we think in Germany. You're allowed to drive nearly everything, right? Yeah, pretty much. Especially if it's old. So if it's over 35 years old, you can drive it. You don't need. If it drives. Yeah, if it drives, you don't need like a MOT, which is like a TUV. You don't need any of that. And that's so logical because it's old, Yeah. where the chance is higher that it maybe doesn't work. Yeah. You can drive it. Yeah. The older and more dangerous it is, the easier it is to drive. Yeah. Yes. And what is new in England then? New as in what? As in new car? Yeah. I mean, where the problem starts a little bit maybe in England. Mainly when you start going too low, and then. But old car, low is again. Low is okay. Yeah, low is okay. Yeah. If a car is old. If a car's old. If it's new and it's on air, then a little bit. a little bit, but they're okay. So They're generally what means a problem then in England? okay. Noise is always a problem. No. What happens if the problem starts? If there's a problem, if he says you are naughty boy. Fine, usually £100 fine for each individual thing. And no points, nothing. You just pay the fine and you leave. You have to pay the fine within a month, or you get points. So if you pay it, nothing happens. No, that's it. So that can happen every day, and I can do that every day. No. If you get caught for the same thing twice, then you get points. So if I get caught for 2 small tyres, yeah, in January. But a cop in England knows that. Yeah, some of them do. Not all of them. The ones like the traffic cops, they know about this. The other cops, they don't care. And now there's not enough police to stop it. That's the problem. So it's not a problem. No, it's not a problem. Okay, cool. So this is here to drive also? Yeah, we can drive. Because we are waiting for the car from this gentleman over there. That I haven't seen yet myself.
I've not even seen it myself. No way. Okay, also dieser Herr, how you spell your name correct in English? Because the Germans say Kaiser. Kaisel. Kaisel? Yes. It's in British. Yeah. Kaisel. So Kaiser is just a nickname for people that don't know how to say my name properly, regardless of wherever you're from. just wherever you're from. Planet Earth? Yeah, it's a lot easier for people. Okay, but I gotta say, you are one of the guys with the biggest talent for me concerning modifying an old or a new car and give him the car a new look, but still be correct, still stay correct in the design speech. And we're gonna look at your new car. Yeah. In a few minutes. Yeah. I mean, I'm quite nervous because I haven't seen this car at all since I bought it. The white one? No, the beige BMW E36. Yeah, I saw a white one. So that's what it looks like now. Still unfinished. Okay. But it's well on its way. But it drives. Well on its way. But from when on a trailer or it drives? It'll be driven here. Ooh. Yeah. I'm very nervous though. I'm nervous. I've not seen it. And it arrives here in? A few minutes. Yeah, okay. I don't know. I'm just anticipating what it looks like because it's my first BMW ever. No, the E30. It's my personal first BMW ever. You never seen it? I've not seen it with a kit on. Okay, but you saw the original car. Yeah, anything like that. So original car, dropped it off to the body shop, and now it's going to come back with my wide body on it, and I'm just like, yeah. This is a special moment then. Yeah. Okay, so let's what about new projects? What would be your dream project that maybe we in Germany build for you guys? Or for you? What would be your dream car? You're asking me that off the top. That's really difficult. Well, first off, you built a car that I never expected to get built, first off. So that's that's just destroyed boundaries for me because I'm like, well, that can't be done. But it's you. I hear something. So of course it can be done. I heard something. It's probably just a bunch of vans. I don't think it's had anything special done to it yet. No? Okay, no. Okay. But okay, dream car that I could do with you. Yeah, the Golf 2, to be honest, true. That was from the pictures. It was, I think, only really possible the way we did to change the completely inside of the car. Because if you use a Golf 2 stock to put the wheel into that position. But many designers don't think about that. No. Das ist wirklich so. Viele Designer denken, was ja auch vollkommen okay ist, weil sie spielen auf diesen Bildern in der Grafik, bauen diese Autos, schieben die Räder da ein und das halt hier. Nicht technisch, ne? Genau. So aber dass sie sich denken, dass da eine Achse zwischen muss und ein Motor rein muss und dass das irgendwie funktionieren muss, das kommt halt relativ spät. I'm just saying that many designers don't think about the process of building something. So when I did that render, I didn't design it with the thought of it ever being built. Because I'm like, no one's going to do this. Who was the first guy who did that? Who was the first guy who built a car that you made on a computer? So that was in Poland for a car show called Alt Race, which was back then called Racism. Yeah. And his name was Mike. He was a drifter, and he built a BMW M4 with a. You're right, the black. Yes, the black, the red, the blue. That was a. Yeah, you're right. Yeah. That was a very nice car. But I think from the conception of that, I've learned a lot in the process with LTO as well, designing with things getting built in real life, and obviously from the Mark II as well. Just again, all these things, learning. They're all lessons, you know. I mean, the key is always to push a nice thick wheel into the body. Yeah. That is one of the biggest keys. Was ich immer wieder sage, wenn man sich zum Beispiel jetzt das Auto anguckt, den Scirocco, und diese Fläche hier, die Fläche ist nichts. Die ist schön, weil sie original ist, wie sie ist. Aber wenn du jetzt das Rad, du machst das Rathaus von da nach da und schiebst das nach da. Ist das ein anderes Auto? It's a different car. Yeah. Completely. Yeah. But for you, and I think dream build with you would either be an RX-7 of some kind. Cheap. Or a 993, which I know we briefly talked about. Or 997. 997? Show me. Now? on your phone. I know you got a lot of pictures on your phone. Okay, wir quatschen mal eben. Wir können mal eben so ein Mini-Porn machen von dem, was hier so rumsteht, oder? Machen wir. Bis gleich. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, run it back, run it back. Walk in, I'ma call the scene. Got her falling in love with the dreams. She can see the rubber bands in my jeans. She ain't never met a nigga so clean. Wir haben jetzt gewartet für. We were waiting for 2 hours, right? No.
1.5 hours. Also das Auto ist jetzt da. Ich habe es gerade schon gesehen, wie es reingefahren ist. Und zwar ist das halt das neue Bodykit von ihm, E36. Und das sieht gut aus. Er wird das Auto das erste Mal jetzt sehen. Somebody's nervous. Just a bit. Ja. Thanks. What, there's beetle? Shit. Boah. That's a nice idea. That's a nice detail. Like that? Yeah, lots. But you're not playing the exhaust game pretty well. Again, work in progress. Work in progress. Wow. How is this the same car? Oh. Thank you. Very nice proportions. Dankeschön. Wir steigen mal ein in so einen kleinen Porn, ne? Weil das ist echt, ich muss auch mal gucken. Wir sind gerade geändert mit einem Porn. Ehrlich? Ja. Ah, kurz gesprochen, ne? Gut, ne? Ja. Boah, der sieht auch verrückt mit der Benz da hinten, Alter. Wie muss das Leben sein? Aber wenn hier so viel möglich ist, ne? Wie muss das Leben, also wir haben ja nur ein Leben. Wie muss das Leben sein? Du bist autobegeistert und kannst das einfach so machen, wie viel Freude du hast. Du gehst hier rein und suchst dir einfach du suchst dir eine Felge aus, die dieser Planet macht und tust sie auf dein Auto. Dieser Planeten macht. Ja, yeah. Das sieht ziemlich fett aus. Das ist ziemlich fett. Ich glaube, das sind, glaube ich, einfach irgendwelche Kennzeichen gewesen. Ich wollte erst sagen, das sind große Nummern, das sind auch Geldnummern, aber ich glaube, das sind einfach gar keine Nummern. So who makes the kit for you? I mean, who produces the parts? So we used a company in China for this. So this is 3D printed. Or it was 3D printed. The whole body. The whole mold was 3D printed, and then we had parts pulled from that. So how much? Can I ask you how much you want to sell? You want to produce it? Yeah, they're for sale now. So at SEMA this year we'll have 2 more. We'll have a fully blended one, so it'll be fully blended, everything. What do you mean blended? What means blended? So rear arc here, everything. So it's been blended here, but this will all be one piece. So it'll be one panel that goes all the way up here. So it's very OEM plus. You don't have to cut it. So these come as obviously fenders that you can place on. Yeah. So the guys here, Jack's Body Shop, they've blended, molded. They've molded I got the kit it. here. But the one in America that we'll have at Tread Pass, there's no seam here, so it's fully clean, one piece, clean. fully clean. But it's kind of the point with a kit like this. You can go with whatever style you like. You can have it bolted. You could have it just stuck on if you want to, or you can blend it, or you can mold it. Got it. The wheel is it's 12.5, or what's that? Oh God, I was not prepared for this at all. I'm like, okay, got to see the car. I don't know what questions I'm going to be asked. But they're 335. Oh, they're 13.5. Yeah, 13.5. 13.5. Yeah. It's pretty chunky. You can say this, yes. Yeah. 13. Yeah. Er fährt 13,5 mal 18 auf einem E36. But it's very M3 GTR inspired. So the body kit itself is very OEM body lines plus. It's white. Yes. You like that? Yeah. 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 So how much is the kit then? So the kit, we have 2 stages. So the full kit without the rear spoiler and rear diffuser, I think you're looking at around $5,500. So it's that's fairly affordable. Yeah. And then for the full stage, I think you're looking at 6.5. That's okay. Is it possible to make it street legal in Germany? TUV. Yeah. We will work on it. Yeah. No. We'll work on it. But I mean, Alex from Tofu Garage, he has built an E30 of ours. Yeah, we'll. I mean, in this case, I think the problem will be a little bit because it needs that size of wheel. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Grenze in Deutschland bezüglich Offset und Breite und all sowas, weißt du? Das heißt, da ist so ein gewisses Limit, wie breit man gehen kann und wie viel Minus-ET es haben darf. Das ist ein bisschen schwer, aber riechst du die Wolke? Mhm. Well, the guys smoke, right? I think so, yeah. Yeah. Hopefully not in the car. Also die die Geruchsidylle hier ist entspannt. Entspannend vor allen Dingen. Extra kick. Yeah. There you go. How long do you work on this? I bought this car at the start of the year.
and it's been at the body shop probably for 3-4 months, but that's because things kept getting delayed. COVID didn't help anything either. Yeah. So it's been, I mean, to get to this stage probably. So it's the first time you see it? Yeah, yeah. That's why I'm trying to take everything in at the same time. But. Okay, let me, one last question. It's what I always have. When you look at it, is there anything you would like to change? I have this with all of my kits. No, tell me your thoughts. One thing immediately I know I would like to change is I'd like the front to taper in more. So you see how it's very straight? Yeah. Cut it in more, no? Yeah. And I would reduce the length of the... It's a little bit too much, right? Yeah. But that's if I was to redo it again. But otherwise, you could paint this black. You could fake it, you know. But if I was... What looks always very good if you make something black in front. I think so. Yeah. People say, well, then you can't see how low it is. That's true. But when it is that low, very cool again. Yeah. But no, this is the first one in Europe, first one in the UK, and it's your car. It's my own first BMW LTO build and BMW. Yeah. No, you can be very, very. I mean, I'm very impressed by the creativity that you have, and I think it must be great to. I mean, I did this too, but I don't have the computer skills. What I always do is I take a picture and I pen and I explain and I do, and then with pre-order design, then I cut something back and I said, no, this is wrong. And but you do it in the computer, you see it, and then in real life. That's very cool. Yeah, thank you. It's still very early days, and I'm still learning a lot of lessons and how to develop and progress when it comes to stuff like this and making stuff real. But it still blows me away every time I see something in person. Yeah, I guess. Being made. What was the feeling when you saw the Golf 2? I had no words. I genuinely had no words. I was mind blown. Because, like I've said, I just did that for fun. Like it was just, I'm like, it's so wild, no one's ever going to do it. No one's ever going to do it. And you saw it, and the next thing I know, it's real within 2-3 months. I'm like, you are insane. But thank you. It's I hear this a lot. But I mean, genuinely, it's one of my. I think it's one of the things I'm most proud of. One, to work with someone like yourself. Me? Yes, you. But secondly, the fact you pushed a boundary like that to the point where I didn't think was possible, and it's just very inspiring and motivating to see. Maybe we will do something more crazy in the future. Maybe. Okay. I look forward to it. Yeah, me too. So I will leave you with your baby alone. Wir machen einen kleinen Porn von dem Auto und dann müssen wir noch was fahren. Irgendwas müssen wir fahren, weil man darf hier alles fahren. Ich habe schon eine Idee. Bis gleich. Das Auto ist noch nicht fertig, sollte ich sagen. The car's not finished. Car's not finished. Car's not finished. How much percent? It's 50? No, more than that. 70. I would agree on that. Also 70% fertig. Das ist der Künstler in ihm, der sagt, ich muss es nochmal euch sagen, der Wagen ist nicht fertig. Aber was wir jetzt machen, wenn wir für ein bisschen Schwung in die Bude kriegen, wir werden erst diesen Scirocco fahren mit einem 2-Liter-Umbau und offene Ansaugung, ist kein Weber-Vergaser. It's injected, but open throttle bodies. Yeah. So the cheap version. No, it's not. It's open throttle bodies. Yeah, but that's nice. It's like I'm like obsessed with Berg Cup. It is nice. Yeah, so that's. And how much power is that? About just under 200. No. Really? Can you handle 200? No. I mean, this is what worries me. That you know, it might be too much. Yeah, and front-wheel drive too, right? Yeah. That's the most dangerous thing. Yep. Okay, wir schwingen uns rein. Los geht's. Corrado Tacho hier. Guck mal hier mit Der Jay macht keine halben Sachen da hier in England. Eieiei, das ist aber hier eine. Was ist das für eine Büchse? Kann man die auch anschnallen hier in dem Becher? Ne, irgendwas mache ich falsch. This is long throw. Normal H-pattern box, but it's long. Right, it's got a long way. Yeah. Like this. Yeah. Also für die Leute, die sich für mich privat auch interessieren, ne, muss ich wirklich sagen, dass Jay zu den Leuten gehört, mit denen ich privat wirklich sehr, sehr viel schreibe und wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse ist. Also wirklich. Mit dem Typen am Tisch sitzen und Scheiße labern, gehört zu den lustigsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Spinne. Ja, wir haben beide die ganze Zeit Spinnen hier. Geht das hier mit dem Ding? Nee, ne? Also.
Ja. Wir schieben. Es fühlt sich aber jetzt schon wieder illegal an, ne? Aber es ist legal hier. Ich sag euch jetzt schon, was gleich passieren wird. Wenn ihr schon so rührt, bei 2500 Umdrehungen, wenn ihr dreht bis 7000, könnt ihr euch hier vorstellen, was hier gleich für eine Party abgeht. Das wird asozial. Ich gebe mal eine kleine Kostprobe, ja? 2500. Okay, wir fahren mal eben ein bisschen warm. Aber das Ding ist, so ein leistungsstarker Motor mit so stretchy Tire-Reifen drauf und dann auch noch Anfang Long Dingeling-Reifen. Das Ding hat null Traktion, null. Brauchst auch nicht, geradeaus ist okay. Aber sehr befriedigend. Ne? Also sehr, sehr kultig. Hast du Sechsganggetriebe sogar, ne? Oh, oi, oi, oi. Boah! Was brauchen wir auch? Geiler Sound, ne? Danke, aber damit fährst du in Deutschland eine Minute. Eine Minute maximal. Von der Bedienung her echt krass spannend. Oh, Öldruck. Wir sind so schön die Kurve gefahren. Wenn das so piept, dann ist halt einfach die G-Kraft zu groß und die Ölwanne hat so einen kleinen Schnorchel drin und dann schwappt das ganze Öl an die Seite. Dann fühlt er das nicht. Dann fühlt er das nicht mehr. Und das ist Polizei. Die haben noch nicht mehr geguckt. Die haben noch nicht mehr geguckt. Und ich mach den typischen Dortmunder, weißt du? 2000 Umdrehungen. Digga, 2000 Umdrehungen. What? Hier brauchst du gar keinen Sportauspuff. Also es fühlt sich auch so an, als wäre nach vorne hin gar nichts gedämmt. Ne? Das Nee. fühlt dich ja einfach an. Aber es fühlt sich auch so an, als ob du gar kein, also ich höre gar keinen Auspuff. Ich glaube, hier ist ein Auspuff dran, aber ich würde eher sagen, dass was wir hier hören, ist ganz klar ist Ansaugung, nur. Aber die Reifen hier drauf, Digga, ganz kriminell. Wie asozial ist das denn? Und ich kann euch eins sagen, das ist noch gar nichts. Die anderen Autos, die noch kommen, sind so dermaßen asozial, ne? Also wir haben hier keinen Bremskraftverstärker, gar nichts. Wir haben hier nur, ich drücke quasi mit meinem Fuß Öl, also Hydraulik, Bremsflüssigkeit Richtung Sattel und drücke damit die Klötze an eine Metallscheibe. So fühlt sich das an. Boah, geil. Boah, das will ich auch haben. Mega krass. Wie viel emotionaler das hier ist im Vergleich zu allem, was es irgendwie so an modernen Autos gibt. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alter, Papa, Das ist so behämmert, ne? das ist echt behämmert. Aber das ist schon echt behämmert, ne? Das ist echt behämmert. Es schreit halt an, du sitzt hier drin in der Zelle und das Ding schreit dich einfach an. Genau, das Auto schreit dich an. Was ist los? Gib mal Gas! Why is this car screaming at me? It's old and noisy like me. No, why is the car screaming at me? It feels like the car is annoyed by me. It's trying to kill me. Yeah, because you need to go harder. That's fun. It's good fun. Yeah. Way more fun than the modern cars. Yeah. Okay, can you do me a favor? Yeah. Can you drive it one time up down the street? I want to hear it from outside. Yeah, of course. Okay, komm, das machen wir noch eben. Das sind die 165er Reifen drauf, deswegen sind die Räder so durchgedreht.
Aber das will ich jetzt hören. Eigentlich. Das Heck ist echt schön. Und er holt Anlauf. Oh oh. Der Brite holt Anlauf. Es wird ernst. Es wird ernst. Das ist echt hohl, ne? Aber es ist bei weitem nicht so laut wie drin. Ich fand es jetzt schon ziemlich laut. Aber nicht so laut wie drin. Kommt der Brite kommt zurück. Aber er sagte uns noch eine andere Sache. Und zwar, dass das Auto, was wir jetzt fahren, noch viel bescheuerter sei als das Auto. Und zwar selbe Technik, selber Style, nur schneller und lauter. So you're saying this is even more extreme? This is ridiculous. This is 300 at the wheel. So expected that. You ever standing behind it before you? Yeah, it's ridiculous. It's crazy. That is crazy. Yeah. Ich weiß nicht, ob das eine Kamera wieder kam oder ob nur Piepen zu hören war. Aber komm mal. Oh. See? But this is your fault. Remember? I know. Yeah. I started that. But I don't have that. It's all your fault. Oh, you like it? Oh, it's the best car I've ever had. Okay, wir waren zusammen essen und er hat so die Idee gehabt, ob man einen Porsche sich holen sollte. And then I put the Porsche thing into his brain. Yep. Made me go and search and find one. And it's even a German car. I can see that. Yeah. From Stuttgart, originally. Like, the owner, obviously built in Stuttgart, and then the guy was from Stuttgart who owned it. And I'm the second guy in the UK to own it. So it's a long tube header. Yep. With open throttle bodies. Yeah. And no cats. No cats. So it's all Inconel. Everything is Inconel with titanium twins, and then open headers. Open ITBs, standalone management. Oh, standalone. Yeah. So no more the old Bosch ECU. No. And how much money did you spend in that? It's about nearly 30,000 on everything, and like it's got pounds. Yeah, £30,000. It's all RSS engine mounts, and then it's RS clutch, RS flywheel. Okay. I can't wait. See you in a minute. All right, no problem. Boah, krass. 300 PS am Rad in so einem Motor. Frei programmierbares Steuergerät. Offene Ansaugung, Inconel, Long Tube, Krümmer mit Titan-Endschalldämpfer und Titan-Endrohrung. Und einem Shortshifter drin, mit Mahagoni-Schaltknauf, Alcantara-Lenkrad, das geile alte klassische Momo-Lenkrad, was ich echt schon lange suche. Also wenn jemand das Lenkrad hat, in Original, let me know. Komm, steig ein, Flo. Verdammte Scheiße hier. Oh, ist das laut. Und endlich mal Lenker auf der richtigen Seite. Kupplung fühlt sich sehr, sehr schön an. Man merkt sogar auch das frei programmierbare ich merke das frei programmierbare Steuergerät, weil das Auto eine etwas feinere Gasannahme hat. Weil in dem originalen Steuergerät merkst du schon, dass das so ein bisschen alles Technik ist von früher, schaltet sich auch traumhaft gut der Wagen. Das ist aber laut. Also wenn das bei 1000 Umdrehungen schon so laut ist. Gefährlich. Das hat viel Power. Du hast das angefangen und dann hat Jay seine Magic in seinem Kopf noch wirken. Er so, well, wir haben kein TÜV. Dann könnte man ja... Boah, das ist krass. Boah, ist das krass. Wie viel Spaßpotenzial in diesen Autos steckt. Wie viele Menschen man in Deutschland glücklicher machen würde, wenn man einfach rumspielen darf, was man irgendwie so will an den Autos. Man müsste 1, 2 Regularien haben, dass man den anderen Leuten nicht auf den Piss geht. Aber wie viele
technikbegeisterte Menschen man glücklich machen würde, ne? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Oh, scheiße. Boah, mich würde es nicht wundern, wenn da Feuer hinten rauskommt. Da kommt natürlich Feuer raus. Hui. Scheiße. Man könnte das in den 964 RWB bauen. Scheiße. Wie viel hat der jetzt an Leistung? Der RWB? Ja. 240 Motor. Okay. Würde ich ungefähr sagen. Komm ich nicht drauf gerade, sorry. Geil, aber du darfst dann halt auch wieder nicht mehr fahren. Jetzt darfst du noch fahren, ne? Hä? Jetzt darfst du halt fahren. Hä? Ja, genau. Ich höre wirklich nicht so viel. Krass. Boah, wenn der in den dritten Gang so tief rein, in diesen Titantopf reinballert, ne? Sorry, wenn ich so wenig rede, aber jemand anderes hat gerade viel zu erzählen. Boah, krass. Ganz ehrlich, das wäre mir ein bisschen zu krass. Weißt du, also, Ich glaube, du musst dich nur dran gewöhnen. ja, vielleicht bin ich einfach schon so eingeschüchtert auch von dem Land, dass ich das deswegen sage, weil ich natürlich finde ich es mega geil. Das ist natürlich auch echt schon eine krasse Nummer hier, ne? Also wirklich. Das hat echt Power. Hör mal bitte jetzt. So, 3000. Boah, das Runterschalten ist noch kranker. Und er streckt sich so krass, ne? Ey, ich bin echt geflasht. Das ist der coolste Straßenluftgekühlte, den ich je gefahren bin. Das ist so krass. Das ist dann, ganz ehrlich, da brauchst du keinen Psychiater. So, Ihnen geht's nicht so gut, setzen Sie sich rein, wir fahren eine Runde. Ist wahrscheinlich auch günstiger als ein Psychiater. Ja, das stimmt. Nee, aber Leute, was wirklich ganz extrem ist, das frei programmierbare Steuergerät in so einem Motor macht das, ich bin ja wirklich hunderte von solchen Autos gefahren. Hört ihr das? Wie genau der anspricht, der verliert seine Trägheit. Ne? Also das Auto hat eine ganz andere Bissigkeit, du hast trotzdem all die Rohheit und das Luftgekühlte, hast du 100%, da geht nichts von verloren bei einem frei programmierbaren Steuergerät, aber du hast das hier. Das ist ja wie eine Explosion. Ist das dann umgebaut auf E-Gas? Ich denke, das ist kein Seilzug mehr, weil sonst würde das nicht so... Hat das so krass Ja, Mann, das ist ja wie eine Du Explosion. trittst drauf und in dem Moment ist es da. Boom, wie ein Elektroauto. Also, ganz verrückt. Und ich mache ihm jetzt ein Angebot auch. Wenn er den verkaufen will, dann soll er mal bitte Bescheid sagen. Das Problem ist halt, was machst du damit in Deutschland? Stimmt. Also, kannst du ihn hier als Urlaubsauto hinstellen. Also ich glaube, das Sinnvollste für uns wäre, den zu kaufen und den zu Hause auf Diesel umzubauen. You sell this car? It's my baby. That's ridiculous. I know. It's good fun. It is stupid. Yeah, It is stupid. Yeah. No, we can It's totally stupid. Agree. Yeah. We can agree. This is stupid. We can agree on that. That's fun, man. Yeah. And I never drove a standalone ECU in this engine, and how responsive it is, how fast it revs up, and how stable it revs, and it feels just way more modern, but it's still an air-cooled engine. It's nothing changed. No, and it sounds Aggression. Yeah, it sounds like a cup car or like a even More. I Yeah. drove a cup car. The cup car is not. You can't compare to this. Yeah. No, if you are at 3000 and you really floor it, the explosion that happens in second gear is just crazy. I love this car. Yeah, thank you very much. No worries, my man. Okay, tomorrow we'll have a great day, right? Yeah, for sure.
Okay. Morgen geht's weiter und for sure geht's morgen. Das war nicht laut. Das war nicht laut. Das war im Vergleich zu dem, was morgen kommt, leise. Tschüss.